Warum ist Deutschland reich? Das ist eine sehr komplexe Frage, die ihr mir gestellt habt. Und ich würde lieber sagen, warum ist Deutschland nicht mehr arm? Darüber habe ich mit einem Zeitzeugen gesprochen. Denn es hat viel mit der Vergangenheit Deutschlands und dem Geist der Menschen zu tun. Der Zeitzeuge ist 1934 geboren, also noch vor dem Zweiten Weltkrieg. Er hat also miterlebt, wie es Deutschland aus der Armut geschafft hat. Schließlich war Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg am Boden. Die deutsche Infrastruktur war kaputt. Die Menschen hatten wenig zu essen. Viele Wohnungen und Häuser waren zerstört. Deutschland hatte kein Geld. Viele Männer waren tot oder in Gefangenschaft. Die Frauen mussten ohne Männer die Trümmer mit ihren eigenen Händen wegtragen. Man nannte sie deshalb mit Respekt auch Trümmerfrauen. Außerdem war Deutschland nach dem Krieg bis 1990 in zwei Teile geteilt. Ein Teil war die Bundesrepublik und ein anderer Teil war die DDR. Frankreich, die USA und Großbritannien kontrollierten die Bundesrepublik. Die Sowjetunion kontrollierte die DDR. Schau dir dazu dieses Video an, um die Hintergründe zu verstehen. Auch die anderen Länder in Westeuropa hatten nach dem Krieg Probleme. Die USA wollten Deutschland und Westeuropa finanziell helfen. Die USA wollten helfen, die Länder nach dem Krieg wirtschaftlich wieder aufzubauen. Wirtschaft ist, sehr einfach gesagt, alles, was mit Arbeit, Produktion und Geld zu tun hat. Natürlich hatten die USA auch ein eigenes Interesse daran, dass es Europa wieder gut ging. Die USA wollten Frieden und Stabilität in Europa fördern. Das machten die USA mit dem Marshallplan. Mit dem Marshallplan gaben die USA Kredite an die Bundesrepublik. Ein Kredit ist Geld, das sich jemand bei jemand anderem ausleiht. Betonung liegt auf ausleiht. Man muss das Geld später wieder zurückzahlen. Die USA haben nicht nur Kredite gegeben, sie schickten auch Produkte, Lebensmittel und Rohstoffe. Rohstoffe sind Dinge aus der Natur, die die Menschen für sich nutzen können. Zum Beispiel sind Öl oder Kohle Rohstoffe. Die USA haben mit dem Marshallplan beim wirtschaftlichen Wiederaufbau der Bundesrepublik geholfen. Das heißt, die USA halfen der Bundesrepublik, wirtschaftlich wieder stabil zu werden. Damit die Bundesrepublik wirtschaftlich stabil blieb, brauchte es eine stabile Währung. Währung nennt man das Geld, mit dem man in einem Land bezahlen kann. Die Währung von Deutschland ist heute der Euro. Früher war es die Reichsmark, ab 1949 die Deutsche Mark. Denn nach dem Zweiten Weltkrieg gab es eine Währungsreform in Westdeutschland. Eine Währungsreform nennt man es, wenn ein Staat sein Geldwesen neu ordnet. Oft gibt es dabei eine neue Währung. Diese neue Währung ersetzt das alte Geld, das dann nichts mehr wert ist. Die Reichsmark war nach dem Zweiten Weltkrieg so gut wie nichts mehr wert. Also ersetzte die Deutsche Mark die Reichsmark. Die Deutsche Mark nennt man auch D-Mark. Wenn man etwas kaufen wollte, musste man jetzt mit D-Mark bezahlen. Mit der D-Mark kam auch das Vertrauen der Deutschen zurück. Denn mit der alten Reichsmark hatten die Menschen fast keine Kaufkraft mehr, um Essen und Kleidung zu kaufen. Kaufkraft ist das Wort für den Wert, den eine Währung am Markt hat. Man spricht von starker und schwacher Währung. Die D-Mark war von Anfang an eine starke, kaufkräftige Währung. Eine starke Währung ist auch der Euro, der in vielen Ländern der Welt sehr gefragt ist. Mit der neuen D-Mark bekamen die Menschen für ihre Produkte wieder genug Geld. Die Währungsreform und der Marshallplan haben der deutschen Wirtschaft geholfen zu wachsen. Die Menschen waren wieder motiviert zu arbeiten. Sie waren fleißig. Sie hatten ein Ziel vor Augen. Sie wollten wieder ein starkes Land werden. Sie waren wieder selbstbewusst. So kam es zum deutschen Wirtschaftswunder. Und das erklären wir im nächsten Video.
Das war's und denkt dran, alles wird gut. Bis dann.